Ciao a tutti, mein Name ist Silvia Vicinelli. Ich bin Sängerin, Songwriterin und Vocal Coach. Heute werde ich wieder meine Folge Dumash widmen. Ich habe mich riesig über eure tolle Resonanz auf mein erstes Dumash React Video gefreut, auf die vielen Kommentare und auch die vielen Vorschläge für weitere Dumash Performances. Ich kann heute natürlich nur eine analysieren, aber das ist ja nicht mein letztes Dumash Video. Ich werde selbstverständlich noch andere machen. Also heute habe ich mich für Sinful Passion entschieden. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte jetzt und gebt mir einen Thumbs up, wenn euch mein Video heute gefällt. So, dann legen wir los. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Линии долгие лили, были ночи без сна. Okay, ich unterbreche hier jetzt nicht gerne, aber ich muss sagen, ich bin echt sehr positiv überrascht über seine wunderschöne, warme, tiefe Stimme. Ich meine, man kennt ja die super schönen, super hohen Töne von Dumash, aber er hat auch eine wunderschöne Tiefe. Das klingt sehr warm, gefühlvoll. Da singt er so ungefähr mit so einem Pop-Mix-Sound von Bruststimme und ein bisschen Kopf. Das ist ein bisschen breathy, ein bisschen luftig, was er macht. Und es ist schon ziemlich tief, was er hier singt. Na, 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 na. Das ist natürlich in Wirklichkeit die Oktave, wo er singt. Ich werde es gar nicht versuchen. Also, was ist das jetzt für ein Ton? A2. Ja, das ist so ziemlich tief schon. Er singt aber jetzt gerade die Oktave tiefer als das Original. Also im Originalen ist es tatsächlich so, dass der Sänger direkt in der Oktave oben singt. Er singt aber, ich glaube, in einer anderen Tonart. Lass mich mal das mal checken. Ich kann, na, 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 er singt jetzt hier. Ja, und das Original ist da. Na, 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 na. Das ist ein Ton tiefer, das Original. Das heißt, er macht das gerade einen ganzen Ton höher, aber er oktaviert. Also er singt jetzt die Oktave tiefer. Bin mir sicher, dass es nicht dabei bleibt. Okay. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать во мгле и в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ja, okay, hier ist der erste Chorus, der erste Refrain. Der beginnt, den ersten Refrain natürlich in derselben Oktave, wo er angefangen hat, also da unten. Und der Anfang ist auch in diesem Pop-Breathy-Sound, in diesem Mix. Das ist jetzt mehr Kopfstimme, die er benutzt als Brust, also es ist aber trotzdem noch ein Mix. Und die zweite Hälfte vom Refrain singt er in einen schönen, von lauten Bruststimme-Sound. Das ist so ein klassischer Sound wie ein Bariton. Wirklich tief. Genau, der macht das sehr klassisch, die zweite Hälfte. Da ist auch viel Vibrato, wie man hört. Und dann gibt es diesen Little Dramatic Breath, diesen Atmer, den er nimmt zwischen den ersten Teil des Chores und den zweiten. Das ist nicht wirklich ein Atmer, der so laut nimmt zum Weitersingen. Dumash würde niemals so laut atmen. Er atmet nicht laut, weil er weiß genau, wie man richtig atmet beim Singen. Das ist nicht laut, das ist leise. Er macht dann so Time, yeah, Time, yeah. Das ist wirklich tief für mich. Das ist eigentlich, um die Emotionen zu unterstreichen. Das ist nicht wirklich zum Weitersingen, weil er würde den Atem erstens leise nehmen und zweitens wäre er nicht da mittendrin. Der wäre nicht mit einer Pause. Time, yeah.
Dein. So atmet man nicht beim Singen. Wenn man atmet beim Singen, macht dein. Man atmet und singt sofort. Also er macht eine Pause. Das ist, wie gesagt, ein Effekt. Okay? Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Muss kurz unterbrechen. Das ist jetzt einfach die Oktave jetzt höher. Genau, das ist die Oktave, wo eigentlich der Original Song eigentlich startet. Oktave höher, breathy, Kopfstimme, Mix, Sound, poppig, luftig, wunderschön. Околдован тобою, выпью зелье до дна, и ты вернешь меня из бездны в этот мир, только ты одна. Wie gut er klingt auch hier in dieser Oktave, ne? Das ist ja wie Samt auf der Haut, wenn er singt. Das ist so gefühlvoll und der hat halt diesen natürlichen Sound. Das ist unfassbar. Er macht den Mund auf und es ist so, als würde er nichts tun, ne? Das ist jetzt hier die zweite Hälfte in der Bruststimme. Das ist jetzt aber kein klassischen Bruststimme-Sound, was er macht. Das ist eher so ein Pop-Sound, also Klassik-Pop oder Musical könnte man das sogar nennen. Okay, wie geht's jetzt weiter? Долгим огнем пылать в огне и в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Muss jetzt hier stoppen, da ist so viel hier. Er macht am Anfang vom zweiten Chorus erstmal so einen Mix-Sound, der etwas kopfiger ist, also mehr so Head-Dominant Mix. Dein mir. Das ist total schwer, diese Luft da oben zu singen mit diesem Mix da. Und dann schießt er diesen klassischen Sound bei der zweiten Hälfte. Dein mir. Das ist der zweite. Und das ist wieder mit viel Vibrato, das ist das schwere Vibrato, was so typisch ist in der Klassik. Und dann macht er den letzten, der macht das als gerader Ton, total poppig, also Belt-Pop. Dein mir, also ganz anders. Das heißt, also in der Popmusik kann man natürlich Vibrato benutzen oder man kann es lassen. Das ist eine künstlerische Entscheidung, wie man will. Die Tendenz der letzten Jahre ist eher, dass man weniger Vibrato benutzt, aber ich persönlich liebe Vibrato. Und zum Beispiel Demi Lovato singt mit ganz viel Vibrato und Taylor Swift hat gar keins. Das ist eine künstlerische Frage und das hat mit der Stimme des Künstlers zu tun. Und dann, wie gesagt, der dritte ist dann extrem poppig. Und da sieht man die Vokale, wie der sie öffnet. Da. Und bei dem klassischen Sound ist es mehr da. Ne, das ist eher so oval geschlossener. Ne? Also der Pop-Sound ist viel breiter. Das A ist wirklich fast A-E. Da. Fast, ne? Okay, dann geht's weiter. Jetzt haben wir es wieder, ne? Ja, Dimash. Zack, jetzt legt er los mit dieser unfassbar schönen, makellosen Sopranstimme. Makellos. Es ist
phänomenal, wie natürlich das klingt bei ihm. Ich meine, ich muss zugeben, wenn ich vorher Männer gehört habe, die mit einer Sopranstimme singen, da war ich etwas irritiert meistens. Also ich fand da irgendwas, da hat nicht gestimmt. Aber wenn er das macht, das ist selbstverständlich. Das ist irgendwie so natürlich für ihn. Das klingt so wunderschön. Und dann wollen wir über die Töne sprechen, die er gerade singt. Ich meine, das macht er so, als wäre das nichts. Was sind das denn für... Was ist das? C6, also das hohe C. Und dann macht er diesen unglaublich hohen Ton. Was ist denn das eigentlich für? Es ist ein E6, Leute. Ne? So. Mittlerweile weiß ich, dass er das kann, aber jedes Mal ist es ein Schock, das zu sehen, wie der einfach das so macht. Okay. Okay, ich dachte wirklich, ich hätte so einiges von Dimash gesehen. Aber dass er mich so schockieren kann, auch heute, das habe ich nicht geglaubt. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Also ich muss jetzt auch wieder zurückgehen, ich muss das nochmal anhören, weil das ist jetzt wirklich außerirdisch. Also ich habe keine Ahnung, wie er das jetzt gemacht hat. Beginnend bei diese Vokalise, diese Art Lament, keine Ahnung, nennen wir das, wir wollen. Das erinnert mich ein bisschen an die Technik, die da benutzen, wenn die jodeln. Also das ist kein Jodeln, nicht mal ansatzweise. Oh, irgendwie, keine Ahnung, ich kann das nicht. Ich versuche das zu verstehen gerade, was der da gemacht hat. Also er benutzt seinen Kehlkopf ganz deutlich extrem viel für diesen Star. Macht er so eine Art Glottis und dann schiebt er so ein bisschen die Luft nach innen. Er benutzt die Luft, um diesen Effekt zu machen. Und dann wird er unfassbar schnell. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie sowas möglich ist. Und ganz ehrlich, das hat eine ganz besonders so mystische Stimmung, was er da macht. Es erinnert mich ganz vage an so einen Künstler, der war auch hier in Deutschland beim Supertalent. Gnadi Tkatschenko Papisch. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Vielleicht kennt ihr ihn. Es ist auch ein ganz toller Künstler, der macht so Natursounds und der macht sowas Ähnliches, also vage. Hat mich jetzt an ihn erinnert. Dann macht er schießt er diese Töne raus. Der erste. Das ist jetzt ein was? Sehr klassischer. Hohe C, also Tenor. Sound hier. Und das ist jetzt ein D, schätze ich mal. Das ist jetzt eher in seinem Pop-Belt-Sound, sehr twangy. Ne, man hört, wie er macht so ein bisschen so viel Twang, um das vorzubereiten, was jetzt gleich kommt. Was Außerirdisches. Wirklich unglaublich. Das muss ich mir jetzt aber nochmal anhören. Okay, ich muss unterbrechen. Was macht denn der da oben? Okay. B-Flat 5. Bruststimme. Ich meine, natürlich ist das einen extrem gemixten Sound. Das ist jetzt nicht Bruststimme im klassischen Sinne des Wortes. Da ist eine unglaublich große Komponente an Kopfstimme drin, Twang, damit man überhaupt
mit diesem Slide auf so einen Ton überhaupt kommen kann. Aber die Frage ist, wie kommt man als Mann auf so einen Ton, wenn man nicht mal als Frau auf so einen Ton kommt? Er macht da diesen Slide, um dahin zu kommen. Und das ist ja unglaublich. Das klingt unmenschlich, was der da macht. Da fängt er an. Was macht denn der da? Okay, Leute, ich probiere es. Er inspiriert mich zu verrückten Dingen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Aber ich bin eine Frau. Das ist jetzt so, ich müsste eigentlich jetzt noch 3-4 Töne höher. Damit man das überhaupt irgendwie im Verhältnis, das Verhältnis stimmen würde. Unglaublich. Er bringt mich dazu, Sachen zu machen, die ich noch nie ausprobiert habe, und ich finde das unglaublich. Er ist so eine Inspiration. Das ist unbelievable. Ich denke, er ist auch eine unfassbare Inspiration für die junge Generation. Natürlich der Sänger, die, wenn sowas sehen, auch Lust haben, an sich weiter zu arbeiten und zu lernen. Und ich auch. Ich stehe seit Dekaden auf der Bühne, aber wenn ich das sehe, denke ich, ich will auch besser werden. Ne? Der ist einfach sensationell. Das heißt, er schießt diese unglaubliche Soundrakete da oben hin bis zu B-Flat 5 und dann macht er noch diesen unglaublichen Run. Dieser Run ist auch nicht nur completely flawless, es ist auch so, dass er nicht atmet. Wann hat er Luft geholt? Das letzte Mal war vor diesem Slide. Also ich glaube, das waren auf jeden Fall mehr als 20 Sekunden. Ganz sicher. Ihr werdet das bestimmt timen, ich kenne euch. Also bestimmt mehr als 20 Sekunden. Ohne Luft zu holen, das ist ja schon unmöglich, eigentlich normale Sachen zu singen, ohne Luft zu holen. Und der macht sowas Unmenschliches, Außerirdisches. Unbelievable. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay, Ende. Wow, hast du dir verdient den Applaus. Ich meine, das ist ja auch irgendwie interessant, wie die alle abgecheckt auf der Bühne spielen, während der da vorne diese Akrobatik und diese unsägliche Virtuosität zeigt. Gut, also wunderschön, und man sieht auch seinen Gesichtsausdruck und seine Gesichtsmuskulatur, wie die unfassbar entspannt ist, wenn er singt. Man sieht auch, dass er komplett mit der Musik aligned ist, also in einer Linie sozusagen. Er ist präsent, er ist komplett in der Musik, er ist Musik in dem Moment, tatsächlich. Das ist er. Und das ist auch Teil seiner großen Faszination, weil er nicht nur performt und unglaublich virtuose, schwierige Dinge singt, sondern er ist auch unglaublich präsent und irgendwie verbunden mit seinem göttlichen Funke, Universum, Musik. Jeder kann das nennen, wie er will, aber das ist der Grund, warum er da steht und solche Dinge bringt, komplett ohne Angst, mit einer Sicherheit, die unglaublich ist. Und ich denke, er interessiert sich nur für die pure Musik. Alles, was er tut, dient einzig und alleine der Musik. Und ich habe auch das Gefühl, dass er sehr bescheiden ist und er auch manchmal ein bisschen verlegen ist, wenn man ihm sagt, dass er der beste Sänger der Welt ist oder andere Dinge, die er bestimmt sehr oft hört, weil er dann auch sagt, nee, ich bin ja noch nicht fertig, ich übe weiter. Was willst du denn noch üben? Ich meine, wo soll das denn hingehen? Wie kann das überhaupt besser sein? Der Grund ist, dass er einfach ein echter Künstler ist, und echte Künstler, die sind nie wirklich zufrieden. Also man muss auch mal zufrieden sein, wenn man so singt. Aber im Sinne, dass man immer denkt, es gibt noch Potenzial für mehr, für eine Weiterentwicklung. Und es ist nie zu Ende, die Arbeit eines Künstlers. Und er ist ein echter Künstler.
Er ist grandios und ich freue mich schon auf mein nächstes Dimash-Video, weil jedes Mal ist das wie so ein Rollercoaster der Gefühle. Es ist wie so ein Kinofilm zu gucken bei ihm. Man weiß nicht, was kommt. Rollercoaster natürlich im positiven Sinne des Wortes, weil wie gesagt, der startet bei diesen unglaublichen, zarten, breathy Sounds und dann schießt er diese Soundraketen in das Universum und man erwartet das nicht. Und als wäre nichts. Sensationell. Also ich bin begeistert. Wirklich toll. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Thumbs up und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Hinterlasst mir bitte auch gerne einen Kommentar und auch andere Vorschläge, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr möchtet, dass ich auf eure Stimme reagiere und eure Performance analysiere, könnt ihr jetzt das machen. Wie das geht, steht unten in meiner Beschreibung. Okay, ich freue mich auf das nächste Mal. Danke fürs Zugucken. Ciao.